Ein herzliches Hallo bei der heutigen Mini-Oil-Class. Ich begrüße dich, wenn du live dabei bist oder wenn du dann anschließend auch auf unserem YouTube-Channel Brunner Vibes die Aufnahme siehst. Und heute teile ich mit dir meine 3 Top-Babyöle. Und was wir ja immer machen in diesen Mini-Oil-Klassen, dass wir einfach unsere Erfahrungen teilen und auch wie wir die Produkte anwenden, dass ihr da ganz viel Input von uns bekommt. Und ja, ich würde darum gerade starten. Und zwar sind die Produkte, die ich heute euch vorstelle, die Produkte, die ich mit unserem Sohn Ben, der ist jetzt 9 Monate alt, eigentlich am häufigsten brauche. Ich würde sagen, schon fast eigentlich täglich. Was ich wichtig finde bei der Anwendung von ätherischen Ölen bei Babys, ist natürlich zu beachten, dass du 100% reine Öle verwendest. Darum gilt das, was ich hier erzähle, auch nur für die doTERRA-Produkte. Und doTERRA an sich empfiehlt, dass die Produkte ab 4 Jahren verwendet werden. Darum teile ich wirklich einfach meine persönliche Erfahrung. Ich verwende die Produkte hoch verdünnt, bereits ab der Geburt, also so nach 3, 4 Wochen, glaube ich, habe ich das erste Mal Öle angewendet bei Ben. Genau. Mittlerweile sind es feste Hilfsmittel im Alltag, um Ben möglichst zu unterstützen in seinem Sein, in seinen Prozessen, in seinem Alltag. Genau. Ich starte gleich mit dem ersten Produkt, und zwar ist das der Tama. Der Tama ist ein Roller, der aus der Kinderkollektion von doTERRA ist. Und es ist die sogenannte Verdauungsmischung. Das heißt, es ist eine Mischung von doTERRA. Es hat verschiedene Öle, wie zum Beispiel Fenchel, Anis drin, die halt sehr beruhigend und also nicht nur beruhigend, sondern eigentlich die Verdauung unterstützen, dass sie normal arbeitet. Und das ist ja bei Babys oft mal ein Thema. Ich muss jetzt sagen, wir haben nicht die klassischen Verdauungsthemen bei Ben, wie es viele andere haben. Das haben wir Gott sei Dank nicht. Aber es gibt natürlich immer mal wieder Tage, wo man merkt, okay, er knurzt ein bisschen oder es beschäftigt ihn was. Und da nutze ich eigentlich immer den Tama. Was ich auch sehr, sehr cool finde bei diesem Roller, ist, dass es eben nicht nur darum geht, die Verdauung zu optimieren, sondern auch das Kind zu unterstützen, den ganzen Tag zu verdauen. Also ich merke beim Ben sehr oft oder sehr schnell, wenn am Tag viel gelaufen ist, wenn wir einfach viel unterwegs waren oder wir waren irgendwo, wo es viele Menschen hatte oder so, dann merke ich, wie er am Abend das so richtig verdaut und oder eben halt auch nicht verdaut. Und dann wende ich ganz ehrlich auch den Tama an. Also es ist nicht nur, wenn er mit der Verdauung so Probleme hat, sondern eben auch wirklich dann, wenn ich merke, es ist emotional viel, wo er verdauen muss. Genau, wie wende ich den Tama an? Ich mache ihm den auf die Fußsohlen. Wenn es jetzt gerade geht, so beim Wickeln oder so, dann mache ich auch mal so einen Roller einfach auf die Wirbelsäule. Und was ich immer mache, ist, wenn ich das Öl bei ihm anwende, dass ich es auch bei mir anwende. Weil wir ja sehr eng miteinander zusammenspielen und vor allem auch, weil er eben oft auf mir ist oder um mir oder an mir und dann so das Öl eigentlich auch gerade mitbekommt. Also das finde ich ganz ein guter Tipp, dass immer wenn ihr, oder auch wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich selber bin gar nicht gewohnt mit ätherischen Ölen, mein Kind schon gar nicht, dann könnt ihr es wirklich einfach mal gut zuerst bei euch anwenden. Also Produkt Nummer 1 ist der Tama. Dann gleich gefolgt ist das Öl Lavendel, respektive auch der Kalmer. Jetzt kommt hier gerade eine Frage, wie cool. Trägst du es auch auf den Bauch auf, ob bei ihm oder nur am Fußsohl? Und wo ist der Unterschied? Du zeigst, außer dass es verdünnt ist. Genau. Ich persönlich wende es nicht auf den Bauch an. Ich kann dir aber jetzt nicht sagen, dass das jetzt schlecht ist, wenn du es auf den Bauch anwendest. Ich persönlich finde einfach die Füße so gut, weil man es noch einmassieren kann. Plus,
Ich finde, mit den Windeln und alles ist das irgendwie auf dem Bauch, finde ich, ist das nicht so ideal. Und ich finde die Wirbelsäule und Fuß besser. Und weil ich es auch einfach von der Anwendung, weil ich dem gerne so ein bisschen die Füße massieren, der Bauch massiere, mache ich jetzt eigentlich fast nicht. Ich glaube, er würde auch nicht stilllegen für das. Also die Füße sind da viel besser. Und genau, es ist eine andere Mischung als das Zengest für die Erwachsenen und es ist hochverdünnt. Also das ist bei der Kids Collection halt einfach das Coole. Genau. Dann habe ich den Calmer und das Lavendel. Und viele sagen, ja, was ist jetzt genau der Unterschied? Für mich hat es wirklich einen Unterschied. Also das Lavendel verwende ich sehr gerne, immer dann, wenn ich merke, er braucht jetzt Unterstützung so in der Entspannung. Also ich verwende das Lavendel eigentlich jeden Abend im Baden oder einfach dann, wenn wir baden am Abend, dann nehme ich ein bisschen Hafermilch, mache einen Tropfen Lavendel rein und dann ins Badewasser. Das finde ich ein wunderschönes Öl für ja einfach so ein Abendritual. Ich finde es aber auch super bei allgemeinen Hautthemen. Also gerade wenn es jetzt am Anfang haben die Kleinen ja immer mal irgendwas und dann denkt man, oh, was ist jetzt das? Dann habe ich mir immer einen Roller gemacht mit Lavendel hoch verdünnt und fraktioniertem Kokosnussöl und habe das dann so auf die Stelle aufgetragen und das hat sehr, sehr gut geholfen. Den Calmer, das ist ja auch so zum Entspannen, den verwende ich persönlich immer dann, wenn er aus irgendeinem Grund total außer sich ist. Also auch zum Beispiel, wenn er sich jetzt mega erschrocken hat oder im Moment zum Beispiel fremdet er ganz stark und dann kann er wirklich total außer sich geraten, wenn wir irgendwo sind. Dann nutze ich den Calmer und ich nutze den Calmer auch wirklich zum Beispiel in der Nacht, wenn er sehr, sehr, sehr unruhig schlaft. Dann verwende ich den Calmer. Das Lavendel ist für mich wirklich ja, mehr so ein Entspannungsöl im Sinn von, dass ich jeden Tag verwende und den Calmer verwende ich wirklich nur dann, wenn ich merke, okay, jetzt braucht irgendwie da Unterstützung. Zum Thema Verdünnen, ich nehme sehr oft das fraktionierte Kokosnussöl, respektive auch das Body Carrier Oil. Aber was ist der Unterschied? Das Body Carrier Oil ist einfach ein bisschen nährender und es riecht wirklich ja so ein bisschen nussiger so und ist einfach ein bisschen mehr fettend. Ich verwende das gerne auch mal nach dem Baden, wenn man auch eine Babymassage macht oder so. Und das fraktionierte Kokosnussöl finde ich halt super, wenn man es braucht, um Roller selber zu machen oder um die Öle direkt zu verdünnen. Es gibt auch so einen Aufsatz, den finde ich ganz, ganz praktisch, weil gerade wenn man mit dem Baby irgendwie am Wickeln ist oder so, dann ist es ja nicht so cool, ja, wenn man da noch den Deckel abnehmen muss. Was ich auch gemacht habe, hier ist auch, man kann es schon fast nicht mehr lesen, hier steht drauf, wird schnell gesund. Das ist vorbereitet, da habe ich eine Mischung reingemacht, wenn es ihm mal nicht gut geht, wo ich es hoch verdünnt habe, wenn ich jetzt merke, okay, da ist was im Anflug, er ist ein bisschen am Kränkeln, dann habe ich die Mischung immer parat. Das ist so die allgemeine, ja, da kann man dann wählen, welches Öl man denkt, oder man am liebsten, ich habe zum Beispiel sehr gern Teebaumöl auch oder auch On Guard, aber natürlich hoch verdünnt. Und das finde ich ganz praktisch, weil ich es so vorbereitet habe, kann ich einen Pumpstoß nehmen und halt gerade so die Wirbelsäule oder die Füßchen mit einschmieren. Genau. Also das sind wirklich so unsere Produkte, die wir, ich merke auch, das ist total voller Body Carrier Oil. Das sind so die Produkte, die wir wirklich immer brauchen. Den Tama, den Calmer, Lavendel und FCO. Und mehr aus meiner Sicht braucht es gar nicht unbedingt. Also ich brauche sehr selten vielleicht mal noch Balance. Aber ich komme eigentlich mit diesen Ölen super durch. Auch so Thema Zahnen habe ich auch jetzt viel noch mit Balance und Siberian Fur gearbeitet, auch einen Roller gemacht. Aber das war jetzt auch nur so eine Phase und sonst eigentlich wirklich Calmer und Tamer für die Babys. Wenn die Kinder natürlich älter sind, ab 4, kann man das ganze Kit-Set, also ich habe jetzt die anderen Roller bei Ben sehr, sehr selten benutzt, aber schaut da gerne mal, was euch auch hilft. Ich habe so gemerkt, weniger ist oft mehr im Sinne von, Ben kennt die Öle mittlerweile auch wirklich. Also gerade so den Tama und den Calmer, ich lasse ihn manchmal auch auswählen, dass ich sie so hinlege und dann kann er den nehmen, den er halt will. Und ich habe so das Gefühl, also gerade in der Nacht, wenn ich den Calmer halt auspacke, ich merke gerade, wie er den Duft erkennt, wie er sich dann so die Spannung löst. Also ich habe das Gefühl, es hilft bei den Babys. Man sagt ja bei den Babys ist weniger mehr, aber ich habe das Gefühl, es hilft bei den Babys, wenn man wirklich
wenn sie auch die Düfte zuordnen können. Darum schaue ich immer, dass ich die Öle eigentlich zur gleichen Situation benutze und da nicht so ein riesen Durcheinander mache. Ich glaube, das gibt auch viel Sicherheit, weil die Düfte auch so gut verknüpfen können. Also ich würde zum Beispiel nie den Calmer zum Beispiel einfach immer so einfach anwenden, sondern ich schaue, dass ich den immer so in diesen Situationen anwende. Genau, wenn ihr Fragen habt dazu, auch wenn ihr euch nachher die Aufnahme anschaut, dann könnt ihr gerne uns eine E-Mail schreiben auf info@brunnervibes.com oder auch auf unserem Instagram. Und ja, wir freuen uns, euch bei einer der nächsten Mini-Oil-Klassen wieder zu begrüßen. Ciao!